So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Starfield. Ja, wir gucken uns jetzt hier mal so ein bisschen um. Denn wir haben ja noch das gesamte Büro hier von dem werten Herrn, das wir überprüfen sollten und angucken sollten. Wir haben auch zum Beispiel noch gar nicht mit Cosette geredet. Oh, du hast ja richtig rumstehen und nichts tun, ne? Das nenne ich mal wichtige Arbeit. Ob das hier der Arbeitssicherheit genügt, man weiß es nicht. Okay, das hier scheint dann die Bude zu sein, wo die Raumschiffe hergestellt werden. Ja, ganz nett hier. Ups, verborgen, ich wollte eigentlich nicht schleichen. Mal wenigstens aber umgucken hier. Alright. Dann schauen wir uns ein bisschen in Haupttech noch mal ein bisschen um. Ich habe tatsächlich noch nicht ganz verstanden, warum Haupttown heißt, weil ich habe die Town dazu noch nicht gefunden. Ich sehe bisher eigentlich nur eine Bar, ein Freestar-Ranger Outpost. Ja, und halt das Ding hier. Mir fehlt so ein bisschen die Town noch, muss ich zugeben. Aber wer weiß, was nicht jetzt kann ja noch werden. Vielleicht finden wir sie ja noch. Bei D-Drucker, so wie es aussieht. Noch so ein Kaffee-Junkie. Okay. Also da muss ich ja zugeben, da bin ich ja ganz froh, dass mir das da ein bisschen besser geht. Ich bin tatsächlich gar nicht so ein Kaffee-Junkie. Also mir reicht ein Kaffee morgens und da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Aber wer bist denn du? Einfach eine normale Arbeiterin? Wer bist denn du? Der Bennu. Wie lange bist du schon hier? Generally, they only care about efficiency, cost effectiveness, and reliability. Oh, sure, there are the odd complaints about comfort and lack of decent airflow, but they almost always side with the numbers. An was für Schiffen hast du gearbeitet? All of them. I've been with Mr. Hope since near the beginning. I think he appreciates my attention to detail and my focus on the fundamentals. Although he has been hinting that the R&D budget may dry up if I don't produce results. Okay. Sure, bye. Ja, whatever. Dann machen wir mal weiter. Hier unten ging es ja auch noch irgendwo hin. Da gab es auch noch irgendwie Leute, mit denen ich quatschen konnte. Zum Beispiel, wo geht's denn hier noch hin? Hier geht's auch in die Fertigungsanlage hier rein. Na gut, ich will halt bei denen nichts klauen. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich im Moment hier tue. Was ist denn mit dir? Welcome to HopeTech. Our motto is their trucks in space. Really, you need to hear Mr. Hope say it. Do you need anything? Mit wem muss ich reden, um mein Schiff zu kaufen? Okay, kann ich mit Ron Hope sprechen? Habe ich ja gerade schon. If you have an appointment with Ron Hope, he's on the top floor. He's very busy, so if you don't have a meeting scheduled, he may not be available. Ja, okay. Have a nice day. Mit dir nicht, ne? Mit dir muss ich wahrscheinlich reden. Welcome to HopeTech Sales. Give me your invoice. You got the financing set up already? Ich habe tatsächlich keine Rechnung. Don't. Wait, you're a solo outfit, aren't you? Okay. Nice. Well, what you need to know about our ships is they're from stern about built for reliability. Other star yards might got glitz or some weird crazy lines. With HopeTech, you get people that care about you making that 300th freight run safely and on time.
Klingt ja eigentlich schon vielversprechend, ne? Smart person chooses substance over form every time. Sound familiar? So what are you in the market for? Ich bin eigentlich hier, weil ich gerne mal deine Schiffe sehen würde. Star Semi. Kostet sehr viel. Hat gute Frachtraumkapazität. Ist allerdings in sehr vielen Dingen schlechter als meins. Alter, der Space Truck. Was ein Moped. Tschüss. Was so ein Riese. Aber nee, kann ich nicht gebrauchen. Alter, der hat voll wenig Frachtraumkapazität. Was ist da denn los? Der ist ja komplett wack, der Karren. Watchdog? Nee, der bockt auch nicht. Pickup 2? Der bockt auch nicht. Silent Runner. Er hat gute Frachtraumkapazität, ne? Was soll denn hier lassen? Na, ich weiß ja nicht. Nee. Holt mich alles nie ab. Gut. So viel dann dazu. Ich weiß nicht, haben wir sonst noch jemanden, mit dem wir reden können? Nö. Was ist mit dir da hinten? Wer bist du? Auch eine normale Kundin. Alright. Ja, gut. Dann müssen wir nach Neon. Offenbar. Warte mal, da können wir doch bestimmt schnell reisen, oder? Und ich muss ja jetzt nach Woli, da unten. Kann ich da einfach so hinreisen? Muss eigentlich, ne? Da. Und da oben ist Neon. Wir haben ja Neon schon mal besucht. Wir waren allerdings noch nicht besonders aktiv auf Neon. Kommt aber noch, Freunde, kommt noch. Wir werden uns Neon auch definitiv nochmal vornehmen. Every smuggler I have ever worked with had a perverse affection for this place. I do not understand it. Okay, let's go. Wie müssen wir denn jetzt hier überhaupt reden? Das ist Miners Lounge, alright. Ah, der Freestar Ranger Außenposten. Und dann bist du hier der Experte, wa? Right. Hey, I don't care who you work for. You can't just... Oh, you're the rookie, aren't you? Ja, genau. Ich bin, du bist dann wohl Ranger Price. One and only. Well, the marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here. But this city is real good at keeping its secrets. Even from us. Okay. Die Menschen in Neon wollen doch bestimmt das Gesetz ehren, oder nicht? Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen, oder? You can count on my help if you play by the rules. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace and make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. You should take okay. these words to heart. Okay. Werd hier doch sagen. That would be Benjamin Bayou. He's out to squeeze every credit he can from the people of this city. He doesn't much care who gets hurt in the process. He's also got a seat on the Council of Governors, which proves that if you've got enough credits, you can buy anything you want. Na gut, ich werde auf jeden Fall keinen Ärger machen. Good. Consider whether your obligation to the Rangers outweighs whatever may usually pass for justice in Neon. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton, does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you.
but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. Alright. Ist dein Informant auch wirklich vertrauenswürdig? There are no guarantees, and who I find trustworthy changes on a daily basis. Ja, verstehe. It's your call. Ja, ist ja in Ordnung. Kriegst du oft ungebetenen Of Besuch? course. Neon's full of desperate people who have nowhere else to turn. For some, it's the drugs. For others, it's gambling. There are a lot of ways to lose everything in this city. My rule is simple. If someone brought it on themselves, I don't get involved. Okay. Ich dachte, Ranger müssen Menschen in Not helfen. Rangers are supposed to exercise good judgment. I'm one person here. I can't help everybody. The best I can do is try to protect the ones who are innocent. And believe me, Ja, verstehe. it's a full-time job. Na gut. Irgendwelche Tipps für einen Deputy, der Freestar Ranger, der Neon zu Werke Stay out gemacht? of people's business until you can't. Be willing to let the small stuff slide. Don't break up a fight unless it's getting out of hand. Most of all, don't assume that badge will protect you. Okay. Machst du dir keine Sorgen, dass die Marke dich zum Ziel macht? I've got friends in high places, so to speak. I'm the son of a Ryujin Industries executive. Maybe you've heard of her. Name's Alexis Price. There's a sort of fragile piece here in Neon. It's better for everyone if the syndicates and the corporations coexist with minimum friction. Na gut, dann bring mich mal dahin. Tja, Andrea, jetzt geht's hier los. Gucken wir mal, wer das ist, ne? Mit wem wir da jetzt gleich sprechen dürfen. That was pretty impressive how you volunteered to help out with the bank heist in Aquila City. Yeah, I read all the reports. You learn quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. What stood Okay. out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the marshal tried to recruit you right away. If he hadn't, it would have made him look like a fool, having some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold up a bank here, maybe. But you understand that, don't you? That's why you just told me that you won't cause trouble. Keep that in mind. You'll fit right in. I don't like the look of you. Wo ist er hin? Ach, da. Okay, dann laufen wir jetzt auf jeden Fall immer noch mal durch das, ja, scheinbar wirklich eklige Viertel von Sleep Crates. Okay, Sleep Crates klingt ja spannend. Du bist das oder was? Billy Clayton, ja, passt Got a doch. second? What? Oh, it's you. Give me a good scare. I thought you were one of Goodman's people. Check. Far from it. Our new deputy here is working a case, and I thought you might be able to help. Take it away, rookie. Alright, dann sprechen wir mal mit Billy Clayton. Ja, Jalen, dann geh doch mal aus der Seite hier. Hier ist vor kurzem ein gestohlenes Hope-Tech-Schiff gelandet. Ich brauche Infos zum Piloten. A stolen Hope-Tech ship, huh? Well, here's the thing. Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. It's tough for a guy to remember one from the other. You know what I mean? Everything in Neon has a price. Natürlich. Hier, bitteschön. Credits ain't really what I need. There is something you can do for me. Oh, alright. If you ask me, there are better uses for credits. I can help you, but right now my life is in danger, and I haven't even done anything wrong. Freestar Rangers are supposed to protect the innocent, right? Ja, gehört irgendwie zum Job. Ja.
Na gut, worauf willst du hinaus? Please, just hear me out, okay? I need to know I can count on you. Ja, gehört zum Job. Ja. You need to hear this. It's about my brother. He died while still in debt to a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Now, Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. An all too familiar story in this city. Yeah, but I never thought I'd be part of one of those stories. Did my best to stay out of trouble, but found me anyway. Ja, von welchem Syndikat redest denn du? Matters around here. The Seoka Syndicate. They pretty much run the city. That being said, rumor has it that Emmett Goodman is on the outs, so they might not miss him much if he were to disappear. Na gut, komm, dann. Also ich weiß nicht, ich kann einmal versuchen, ihn zu überzeugen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren will. Komm, dann rede ich mal mit dem Kredithai. Und dann, Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir den überreden können. Ansonsten müssen wir ihn leider Gottes so ein bisschen dazu zwingen. Wo ich denn lang? Weckt der mir nicht sonst immer einen Weg an? Was? Hä? Ah, hier, jetzt zeigt er mir den Weg an. Hier. Okay. Na gut. Jetzt, meint er wieder einen anderen Weg. Ich glaube, der ist selbst ein bisschen verwirrt. Kann das sein? Mal hier lang. Mal gucken, was hier passiert. Hey, wo ist denn das Lagerhaus? Achso, hier kann ich auch lang. Bayou Plaza. Okay. Mal schauen, ob wir vielleicht hier fündig werden. Schaffe einen Lagerhausschlüssel. Ja, das kann nicht so schwer sein. Du die Wache? If you come to talk about bounty hunting, I can answer questions. Be warned though, if you think this work is for making a quick credit, you may not be cut out for it. Take skill, precision, and a willingness to risk your life. Okay. Ja, nee, brauchst du mir jetzt nicht erzählen. Ich bin jetzt gerade auf der Suche nach was anderem. Ja, ich muss jetzt nicht unbedingt in den Puff, dankeschön. Oh, der Fischmarkt. Lecker. Das sieht ja wirklich einladend aus hier. Okay. Wollen wir mal mit diesem wunderbaren Kredithai reden? Du bist die Wachdame? Nee, Wachmat. Aha. Ich muss da rein, ist wichtig. Oh shit. Dringend, du musst mich durchlassen. Ich weiß, dass du mir helfen könntest, wenn, ne? You go in, talk to the man, and then you come right back out. Try anything stupid, and it's your funeral. Here, this will get you in. Dankeschön. Dann machen wir mal auf das Mobet. Wer bist denn du? Syndikatsmitglied, alright. Brauchen Sie... Ja, ich will ja auch keinen Stress, so. Ich will ja eigentlich echt nur mit dem reden. Ein wunderschön. Customer, perhaps? Well now, always happy to have a visitor. Tell me, what brings you by, friend? Little light on credits, are you? Nö.
Was genau machst du hier? Oh, it's just a modest enterprise, really. You could call me an importer and exporter. Inherited the trade from my Ja, dad. klar. But I'm Schon klar, certainly mein Lieber, about schon my klar. business. Alright. Ich komme, weil du Billy Claytons Schulden eintreiben It's willst. awful kind of you to intervene on my behalf, but I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. I do not find that very amusing. Tja, Billy kann die Schulden nicht bezahlen und das weißt du auch. Billy schuldet dir nix, dein Bruder hatte Schulden bei dir. That's where you're wrong. Cal agreed to my terms, including collection from family on the event of his passing. It ain't my fault he dragged Billy into it. But make no mistake, that's exactly what he did. What's your stake in this anyway? Tja, ich brauche Informationen von Billy, also helfe ich ihm. Well, I'm afraid that's just none of my concern. Tja, ich bitte dich um Kooperation. Then I'll find something I want, and I'll consider it. Wie sieht das denn aus? Ach du Scheiße, Bruder. Ne, wir machen mal das automatische Überzeugen. Just calm down now. Hast du schon geschafft? Komm schon, Billy kommt doch sowieso kaum über die That ain't Runden. wrong. Shit, what? Wenn du mir hilfst, nehmen dir die Freestar Ranger das vielleicht nicht übel. For that. Ach so, lol, okay, ich schaff das jetzt. Well, that's Na, easy ich schaff es wrong. nicht? Ich hab doch, Sure you can deliver on what you're suggesting. automatisch überzeugen gemacht. I'm Was? walking in here drunk on your newfound authority, thinking I'm some small-time crook you can push around. Maybe it's time I show you how we resolve disagreements here in Neon. Oh, gibt's jetzt auf die Fresse, oder was? Ja, dann töte ich die halt jetzt alle, ne? Kein Problem, Männers. Ihr hättet doch einfach mitmachen können. Okay. Okay. Ja, Checking. Never know what you might find in their pockets. so war das eigentlich nicht gedacht. Naja, machst du nix, ne? Wenigstens deine Schulden sind jetzt beglichen. So. Oh, warte mal, hier kann ich noch was knacken. Einsteigerschloss. Wie war das denn hier nochmal? So, ne? Nee. Moment. So nicht. So nicht. Aber so, der funktioniert. Scheiße, der funktioniert aber nicht. Damn it. Alright, dann so vielleicht. So und dann mit dem. Nö, auch nicht, ne? Hä? Ja, aber... Vielleicht dann so? Ja, so und dann der hier. Right, jetzt haben wir es. Achso, warte mal, das ist noch einer. Lul. Der hier passt dann ja nur so und der passt so. Ja, jetzt ist auch sehr gut. Ja, wenigstens die Munition kann ich mitnehmen. Und hier sind Cred Sticks. Die cache ich mir auch noch schnell ein. Ja, Also so ganz ist das nicht aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber wieso hat denn das automatische Überzeugen nicht funktioniert? Ich habe doch extra gesagt, ich will den automatisch überzeugen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also falls das einer weiß, kann er mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Warum da jetzt das über automatische Überzeugen nicht geklappt hat. Die beiden können erstmal wegbleiben. Die Pistole ist gar nicht mal so schlecht. Medpack, ja, die Schrotflintenpatronen nehme ich natürlich mit, die Munition nehme ich auch mit. Viel mehr ist ja hier auch schon bald gar nicht.
Gut, dann haben wir uns jetzt wahrscheinlich Feinde gemacht, aber mein Gott. Oh, sorry, Andrea. So war das eigentlich nicht gedacht. Tut mir leid. Hä. Okay, ja, dann ab zurück zu dem Tönnis, der die Schulden hatte. Naja, aber deine Schulden sind auf jeden Fall beglichen. Ich meine jetzt auf der einen, entweder so oder so, ne? Gut. Dann wollen wir mal mit dir reden. Oh, yeah. I've seen them at least 3 times now. They hit the bars, buy a lot of drinks, and talk up how great. Did you talk to Goodman? Ja. I didn't mean to put you in harm's way. I was hoping he'd come around when he saw you were a Freestar Ranger deputy. Das hat nicht funktioniert. Took me about a week on the job to learn that doesn't usually work around here. Okay. Time for me to keep my end of the bargain. Besser ist, The ne? woman you're looking for is named Grace Early. Stealing ships is her line of work. She usually comes here to sell the goods. Rumor has it she just finished a job for some mercenary outfit. She's been throwing money around, so must have paid well. I know her. When she isn't out on a job, she's a regular at Madame Sauvage's. That's on the upper platform. I'll back you up. Okay. Stelle Grace Early zur Rede. Machen wir. I heard there's shortages over at Reliant Medical. Not great. Planning to go back to Da hinten ist er doch schon, die Troller. Yes? What? Well, look who's here to spoil my day. A Freestar Ranger and his... What are you? A sidekick or something? Ja, so ziemlich. Well, I'm sure your mom is real proud. Hey, auf So how Mutter come you gehen told me oder to be was, ne? sidekick instead of the Ranger? This is the deputy's case. Is that so? And you had to bring backup just for little old me? I'm flattered. Anyway, this ain't my first interrogation, so let's just get on with it. Ja. Es gibt keinen Grund, das hier schwierig zu machen. Und du steckst auch in Schwierigkeiten, meine I'm Liebe. listening with rapt attention, Deputy. I'm guessing this is the part where you tell me that you've got questions and that you expect me to answer them. That sound about right? Ja, ich weiß, keine Spielchen. Ich weiß, dass du das Schiff gestohlen hast. Yes, I jacked the ship. But look, I was just a contractor. I didn't even keep the ship. I gave it to some men. It was just a quick, clean job. I made sure nobody got hurt. Tja, die Männer wollten eine Farmerin von ihrem Land vertreiben. That's unfortunate. But I don't know anything about it. Can't say I'm surprised, though. You know how it is out here. The strong take what they want from the weak. You're real cold-blooded, aren't you? If that woman had been killed, you'd be an accessory to murder. Did you think about that? No, I guess I didn't. Gut, dann jetzt Schluss mit dem Smalltalk. Du sagst mir jetzt, was ich... It's not that simple. Maybe. Need to think about it. Come on. Ich würde dich nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. I can make an exception. Sehr gut. Alles klar. Ich gebe dir mein Wort. Guess if I can't trust a Freestar Ranger, then I can't trust anyone, right? I was approached by a woman named Maya Cruz. Said she was a senior member of the First and that she had a job for me. She was working with someone inside Hope Tech and pitched me on the idea of jacking a ship right out of the factory. We were deep into planning the job when she had some kind of medical emergency. She said she needed surgery
and would be in recovery for a long time. That was a few weeks ago. Haven't heard from her since. Die hat dich wohl hardcore gescammt, hä? Red weiter. Not long after that, I got a message from a guy named Marco. He said he was the money man for the first, and he offered half up front. Never met him directly, though. It was always through intermediaries and using encrypted slates. Got the feeling he was paranoid as hell. Do you have one of those encrypted slates on you right now? Yeah. Here. Take it. I'm done with all this. Anything else you want to know? Hast du eine Möglichkeit, die First zu kontaktieren? No. Nothing at all. Left me feeling a little disappointed, given how well they paid me. Na gut. Hat Marco dir je gesagt, wo seine Operationsbasis So much ist? as a hint, I'll tell you. He's as cagey a fixer as I've ever met. Bankrolling first must take a lot of money. I'm sure he's got all kinds of side hustles going on. Okay. Was weißt du über die Männer, an die du das Schiff geliefert hast? Nothing, really. Okay. I was told when and where to meet them. They paid me what I was owed, and that was it. Okay, na gut, das reicht fürs Erste. Yeah. Sure. Next time you're at the Rock, you should give that encrypted slate to Ranger Alex Shadid. He's got a gift for cryptography. If anyone could crack that slate, it'll be him. I'm gonna head back. Good luck, Deputy. Then I'm free to go. Ja. Das, wenn du mir versprichst, dass deine Tage als Schiffsdiebin vorbei sind, dann darfst du gehen, ja. Suits me. I'm getting too old for this line of work. Besides, I'm going out on a high note. Ain't many can say they grabbed a ship right out of Hope Deck. Should make a good story for the kids one day. Alright, dann zurück nach Aquila City. Ab ins Cheyenne-System. Dann reden wir mal mit diesem Tünnes, der da die Slates encrypten soll. The smell of lumber, crops, and chunks? Yes, that is chunks. Right. You're out there a lot, right? I know Aquila City rather well. Perhaps better than I would like. Dann werden wir mal mit dem Tünnes reden, der hier die Crates wohl entschlüsseln kann. Also hier drin verlaufe ich mich immer wieder, ne? Muss man echt sagen. So, hier, da ist er. Du sollst das sein. Hello, mein Lieber. Hey, I wondered when you might come by. I'm Alex. Nia's report said you were heading for Neon? I've always wanted to go there. What did you think? Boah, warum fliegst du nicht selber mal hin? Oh, I can't fly anywhere. Issues with my Eustachian tubes. Being in a pressurized environment is like someone taking a laser cutter to the sides of my head. It's not great, but at least I can pretend to visit the party capital of the galaxy by having you tell me about it. Also, ich finde Neon eigentlich ganz cool. Yeah, I bet. It just sounds so exciting and so stimulating. Probably makes Aquila City look like the more boring backwater town in the settled systems by comparison. Alas, I'll have to experience it vicariously through you and the other rangers. So how'd it go? Turn up anything useful? Genau, kannst du mir helfen, diesen Slate zu entschlüsseln? Oh, come to daddy, my sweet little mystery slate. I see lots of coffee and late nights ahead. Now, if you get any more of these, bring them to me. It helps if I can compare different instances of the encryption they're using. Just look for me up here. I have no life, so I'm not usually hard to find. Okay, ich zähle auf dich. You're counting on me. You know I outrank you, right?
please and thank you go a long way when addressing your betters, rookie. Ja, ja. Sammel mich nicht voll. Dein Rang ist mir scheißegal. So, dann müssen wir jetzt nochmal nach oben, wohl? Einen weiter nach oben. Wie komme ich denn da nochmal hin? Hier? Wo war das denn? Verdammt nochmal, ich verlaufe mich in dieser Bude jedes Mal. Hier sind die Toiletten. Hier geht's nach oben. Ah ja, alright. So, mein Lieber. I need a word. Welcome back. Any luck finding out who stole that ship from Hope Tech? Ja. Ich habe die Diebe mit Ranger Price Hilfe aufgespürt. Got a chance to meet him. Sounds like you're making real progress. Danke, ich habe den Bogen langsam raus, You're ne? off to a good start, but that's all it is. A start. What did you learn from the Starship Thief? War ein Jackpot. Ich habe die Namen von zwei hochrangigen, ne? Well done, Deputy. Sounds like you've got a couple of new leads to follow up on. I have a guess who Marco might be. I served with Maya Cruz. She's a technical genius and an expert hacker. I can give you some background if you want it, or we can go straight to planning your next move. Ich brauche tatsächlich Infos, um sie aufzuspüren. Like what? Wohin würde man für eine langfristige medizinische Behandlung Most gehen? likely place would be the clinic. It's in Freestar-Kollektiv space and provides the best medical services credits can buy. They also guarantee privacy. So it's an ideal place for someone trying to keep a low profile. Ranger Ben Armistead is posted there. I'll send him an update on the situation. Okay. Marco hält seinen Standort geheim. Wie kann ich ihn Around the time he finden? got out of jail, we started hearing Marco's name in circulation. Word is he's heading up a smuggling racket. Based on what you've learned, I'd presume he's funneling his ill-gotten gains to the first. Ranger Autumn McMillan is out at Red Mile right now looking into the smuggling operation. I suggest you pool your resources. Just remember, that's outside Freestar-Kollektiv space, so we've got no jurisdiction there. Alright. Das reicht für den Anfang. Your priority is to gather more intel about the first. What are they planning? Who are they working for? Where are they headquartered? Just remember that your targets were locked up because they were loyal to their unit. They think the Freestar-Kollektiv betrayed them. In other words, you ain't gonna get a warm welcome. So be careful. Good hunting, Deputy. Alright. Begib dich nach Red Mile. Wo ist das denn? Also zur Klinik. Ach so, warte mal, das ist doch... Kenn ich doch, Red Mile habe ich doch schon mal gehört. Das ist wieder in Neon, ne? Warte mal, Red Mile sollte ich doch auch ein Paket abholen. War das nicht so? Irgendwie kommt mir das bekannt vor, Red Mile. Ups. Alles klar, dann werden wir mal hier gucken. Alles klar, dann gucken wir mal. I understand that. I'm not blaming you directly. Dr. Salvato, how long have you been here? About a year now, Doctor. And in that year, how many times have we had this conversation about late or missing shipments of supplies? I believe this is the third time. Yes,
That sounds right. 3 times. I will be making it very clear to your superiors that lives are at stake, and the clinic requires reliable transport. If your company cannot meet our needs, someone else will. Yes, ma'am. Understood. Thank you, Dr. Salvato. You may return to your duties. Okay. Like I work here, right? Couple of patients. Was geht denn hier ab? Irgendwelche Geschütze oder was? Das Ranger Office. Oh, guck mal einer an. Hello. Worst I usually have to deal with is folks worried about getting diagnosed fast enough. Can't blame them. Yeah? Got some trouble? Oh, now hold on a minute. You're the new deputy, ain't you? You know, the Korrekt, marshal's ja. been sending out reports, keeping us all in the loop in your investigation. Super, spart uns beiden Zeit. Yep, I'm pretty well caught up on things. Ben Armistead, pleased to meet you. Well, I guess that's the long and short of it. You're the newest member of the Rangers, and I'm the oldest. So, is one of them first mercenaries here at the clinic? Tja, das will ich herausfinden, ne? Raring to go, huh? No better place in the settled systems to get medical treatment. You can bet it beats anything them UC piglets got. Ironic, given they're the ones who built it. I know just the man who can help you. Right this way, Deputy. Okay, dann bin ich mal gespannt. Just between you and me, I ain't entirely sure why someone felt the need to station a ranger out here. I'm not much more than a glorified bodyguard for Dr. Darvish. She's the one in charge around here, and she's also on the Council of Governors. Most of the staff don't seem fond of the idea of me being here, and I ain't fond of them right back. Secure wing, office, Except Ari, that is. staff area. The only one I can have a conversation with. Hey there, Ari. Working hard or A couple of hardly years working? on duty here, and anyone would be qualified Hey, to Chief. run any other A hospital. little more of the former than the latter. What brings you by? Well, the deputy here could use some help. Hey, Came no funny looking stuff for with that boost someone pack. who might Got be enough a flight traffic as it is. I'll see what I can do. Well, I'll leave you in Mr. Miller's capable hands. You need anything else, I'll be in my office. You catch my Ben nodding. I'll try to help you, but our computer systems have been having some issues. Okay, was ist denn da los? He's just so tired these days. Sehr interessant. Die Frau, die ich suche, ist Computerexpertin. We don't give the patients free access to our computer system, so I doubt that's related. Äh, Still, it's worth keeping in mind. So who's the suspect you're after? hinter einer ehemaligen Soldatin namens Maya Cruz. Sie hat im im Koloniekrieg tapfer They gekämpft. say war changes people forever. Makes me sad, the thought of soldiers who come home and don't fit in anymore. The name's not ringing any bells, but maybe we can approach this another way. Do you know what was wrong with her? Ja, ein wenig. Es war ein Notfall, der eine längere Behandlung That should help narrow benötigt. things down. I can access the patient records from my terminal, assuming the database cooperates. Come on. Ja, da bin ich mir ja ganz sicher, dass sie das nicht tun wird. But unless this is a medical emergency, please get someone else to help you. I'm sure there's someone else that can help you. Are you the courier? You're not really supposed to be back here. You can just drop the delivery off by the docking port, and someone will take care of it. Ich bin kein Kurier. Well, then you won't have Dr. Darvish breathing down your neck, at least. But, well, we're not really set up for having folks just milling about in here. It is a medical facility, after all. If you could just do your best to steer clear of the doctors while they work, and not interrupt things, I'd really appreciate it. Na klar doch. And if you need anything, I'm right here, okay? Okay, bist du keine Ärztin? There's supervisor, dear. Oh. I'm the one who takes care of all the doctors, as well as the Schön. patients. The more I can look after, the more the doctors can focus on patient diagnosis and treatment. Every role here is important. Okay,
Alles klar. Muss ja aufregend sein, hier zu arbeiten, ne? Sure. Somebody walks in or is dragged in with something we haven't seen before. You best believe it's all hands on deck. Have to find out if it's lethal or contagious or both. Tja, hast du keine Angst, dass du hier krank werden könntest? I used to. I think we all did to some degree when we started working here. But really, how does worrying help when you've got people to treat? It just gets in the way. Ja, verstehe. Es ist halt sehr viel Druck, ne? It can be, yes. But we've all learned to live with it. If we didn't do this, who knows how many lives would be lost. It's harder on the newer folks, that's for sure. You take that Dr. Salvato, nice man, but he's a little on the skittish side. He's a good doctor, but just needs a little more confidence, you know? Okay. Ist er neu in der Klinik? Only been here a year or so, which isn't much compared to some of us. Ich würde keinen Arzt wollen, der nicht weiß, was er tut. Understand. He's got the training and the know-how. Just needs to relax and trust his instincts. Actually, now that we're talking about this, I wanted to do something nice for him. Give him a little pick-me-up. I heard something about a meal he hadn't had in a long time. Thought maybe if I could deliver one to him, it'd be a nice gesture. You think you could help with that? Ja, klar. Aren't you just the sweetest? You know that Don's Roost restaurant in New Atlantis? Fancy one? Dr. Salvato was talking about the synth liver pate. Said he'd never forget it. You bring me a plate and I'll make sure we brighten up his day. Okay, ja, das können wir mal wann anders machen. So, mein Bester. Ach, du hast noch gar nicht geguckt, ja, ist ja umso besser. Maya Cruz, come on, Maya. I need you to be in here. Okay, finally, here we go. Oh, no matches found for a Maya Cruz. Mhm. Das ist nicht so gut, ne? If Maya's here, then she's got to be using an alias. Which actually makes a lot of sense if she's a wanted woman. Tja, auf jeden Fall muss auf irgendjemand muss die Beschreibung doch wenigstens teilweise passen. Let me think for a second. All right, hang on. I know that we do have a few female patients staying with us. There's Candace, what's her last name? Doolin. Candace Doolin. And then there's the Nakamori woman, I think her name's Jane. I don't recall offhand what they're here for, but it's a start. Okay, wenn ich rausfinde, woher diese Computerprobleme kommen, findet uns das vielleicht zu Maya. You're welcome to use the Ranger Station terminal. I'll enable admin access for you. Das ist aber nett. Fuck. Okay. Irgendeiner unserer Nachbarn hat gerade einen Tannenbaum aus dem Fenster geworfen. Naja. Ja, ne? Was muss, das muss. So, dann Sicherheitsvorfallberichte. Was haben wir denn da? Report CL 233014. Dr. Cassidy behauptete, eine Patientin im VIP-Trakt sei streitlustig geworden und hätte mit Gewalt gedroht, als er versuchte, ihr Medikamente zu verabreichen. Ich habe mit der Patientin Catalina Riviera gesprochen und sie beruhigt. Sie war einverstanden, ihre Medikamente zu nehmen. Schwester Armistead berichtete, dass eine Patientin im VIP-Bereich in einem gesperrten Sektor gefunden wurde. Die Patientin, die als Catalina Riviera identifiziert wurde, wurde im Inneren eines Surf-Shuttles entdeckt und gebeten, in ihr Zimmer zurückzukehren. Die Patientin kooperierte und entschuldigte sich mit der Erklärung, sie hätte sich verlaufen. Die Patientin reichte Beschwerde ein und bestand darauf, dem Security-Personal einen Mangel an personalisierter Aufmerksamkeit zu melden, sowie uns zu informieren, dass ihre Symptome nicht ernst genommen würden. Ich informierte die Patientin, dass dies eine medizinische Angelegenheit sei, kein Security-Problem. Die Patientin wandte ein,
dass sie sich dessen bewusst sei, aber das Gefühl hatte, das medizinische Personal würde ihre Bedenken ignorieren. Sie wüsste nicht, wohin sie sich noch wenden sollte. Ich verbrachte 1 Stunde lang damit, der Patientin zuzuhören, was sie zu beruhigen schien. Okay, letzte Nachrichten von Rebecca Armistead. Vergiss nicht, Urlaub zu beantragen. Es ist viel zu lang her, dass wir mal eine Pause hatten. Ich freue mich schon auf die Hütte auf Montera Luna. Ich kann es kaum erwarten, endlich mal Ruhe zu haben. Tagsüber gehe ich dann zum Angeln. Nachts, naja, wirst schon sehen. Ich liebe dich. Eieiei. Rebecca, du kleine, versaute, ne? Ari Miller, das letzte Kurierschiff aus Aquila, hat einen Slate für dich mitgebracht. Du warst nicht im Büro, also habe ich sie dir auf deinen Schreibtisch gelegt. Und Dr. Titus Cassidy, an alle Angestellten, es wurden kürzlich einige Vorfälle gemeldet, bei denen Personal unbefugt den VIP-Trakt betreten hat. Bitte respektiert die Privatsphäre unserer VIP-Gäste und betretet den VIP-Trakt um keinen Preis ohne ausdrückliche Genehmigung. Bei eventuellen Fragen könnt ihr euch an mich wenden. Von Rebecca Armistead. Hast du schon von dem Banküberfall auf Aquila City gehört? Ich habe gerade in einer Nachrichtenslate davon gelesen. Hoffentlich wurde niemand, den wir kennen, verletzt oder getötet. Klingt, als würde die Shaw-Bande dahinter stecken, was mich nicht weiter überrascht. Ich vermisse es wirklich kein Stück, in Aquila zu wohnen. Ich werde den Frieden und die Ruhe in der Klinik nie wieder für selbstverständlich nehmen. Das ist Armistead, ne? Ist auch so. Ach, guck mal, Rebecca und er sind ein Pärchen. Okay. Schön. Dann gehen wir mal in den Admin-Zugang. Wartung. Wartungsprotokoll wird überprüft. Letzte Wartung vor 6 Tagen durchgeführt. Wartung durchgeführt von A. Miller. Systemscan wird initiiert. Keine Probleme gefunden. Wartung zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich. Ressourcenüberwachung. Prozessorauslastung 26%. Arbeitsspeicherauslastung 12%. Verfügbarer Speicher 62%. Keine Probleme gefunden. Okay, aktive Vorgänge. Okay. Disruptor MK4. What? Vorgangsdetails, Disruptor MK4, Status im Betrieb, Sicherheitsrisiko hoch. Es wird empfohlen, diesen Vorgang unverzüglich zu aktivieren. Ort, Mainframe, Bewerbungen. Initiiert von Riviera Catalina P., Patientin des VIP-Bereich. Die kam, aha, von der haben wir doch bei dem Sicherheitsvorfall haben wir doch da schon von gehört. Schafft ihr Zugang zu VIP-Flügel. Okay. Mal gucken, wie wir das machen, ne? Okay, und wie verschaffe ich mir jetzt hiermit Zugang zum VIP-Flügel? Hier ist ein Safe. Digi-Dietrich. Storage. Ah, mit dir kann ich reden. Yes. What do you want? In eurem VIP-Flügel versteckt sich wahrscheinlich eine Flüchtige. Ich brauche Zugang. If that were true, which I doubt, access to that area is strictly limited. Who exactly are you? Genau, ich, Deputy Ethan, stets zu Diensten. Be Solomon Coe himself and my answer would be the same. No. The rules are the rules, no exceptions. Flexibility clearly is not one of his virtues. Tja. Ich gebe dir mein Wort als medizinisch bewanderte Person, dass ich diskret sein werde. I wasn't aware. I suppose if I can't trust a colleague, then I can't trust anyone. This will get you in. Conduct your investigation quickly and without disruption. I do hope you won't make me regret this. Absolut nicht. So. Geht schon, aber die Frage ist, wie hätte ich denn hier... Gäbe es hier auch einen Zugangsschlüssel? Vielleicht, wenn ich den, ups. Vielleicht, wenn ich den Safe geknackt hätte. Wollen wir mal einmal kurz gucken jetzt, ob ich da dann einen Schlüssel gekriegt hätte.
Warte mal, der hier könnte es sein. Jawohl. Tatsächlich, also da hätten wir dann auch die Schlüsselkarte bekommen können. Aber jetzt habe ich tatsächlich... Alter, die ist unsichtbar einfach, what the fuck? Da los. Ja gut, aber wir kommen ja jetzt auch so in den VIP-Flügel rein. Oh, ich sehe aber schon, wir sind schon wieder 55 Minuten in der Aufnahme. Meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Starfield. Also bis zum nächsten Mal, haut rein.